It was at this moment that he knew. He fucked up. Wir sind endlich angekommen in Swakopmund. Hat jetzt, glaube ich, 3-4 Stunden gedauert. War eine sehr, sehr angenehme Fahrt, ohne große Probleme. Unser Zimmer wurde auch schon gezeigt. 6 Betten, wir sind aktuell zu zweit alleine. So scheint es zumindest. Ist eher wie so eine kleine Scheune. Aber voll korrekt. Die haben 2 schöne Toiletten mit Duschen, eigene Küche. Und das Wetter ist totaler Schmutz. Grau, kalt, das erinnert mich viel zu sehr an Deutschland. Ich drehe hier noch eine Runde, möchte mich ein bisschen umschauen. Und dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal, okay? Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Ich bin schon auf dem Weg zum Supermarkt. Der ist 10 Minuten Fußweg entfernt. Super Spar heißt der, glaube ich. Und da filme ich mal ein bisschen mit, wie das Einkaufen hier in Swakopmund so aussieht. Bis gleich. Die Regale sind alle rappenvoll, aber der Spar hier, er ist deutlich kleiner als die Geschäfte in Windhoek bzw. in Accra. Also ganz ehrlich, auf Reise gibt es nichts Besseres als die Instant-Nudeln immer bei sich zu haben. Immer 1, 2 Reservepackungen, falls du irgendwo am Arsch der Welt bist, dass du dir die immer machen kannst. Und dann rettet dir so eine kleine Suppe manchmal dein Leben. Props an euch. Standard-Joghurt. Und da lacht mich dieser hier an. Plain White Joghurt, den hole ich mir. Orange und Apfel, sehr gut. Günstiger finde ich es, glaube ich, auch nicht. Für 21 namibische Dollar. Passt. Rein damit. So, hier haben wir die Fleischtheke. Sieht eigentlich alles ziemlich lecker aus. Süßigkeiten, sehr, sehr teuer. Fast 2 Euro, so eine Packung Haribo. Okay, Einkäufe sind fertig und jetzt geht es wieder ab nach Hause. Was habe ich eingekauft? Apfelsaft, Orangensaft, Instant-Nudeln, Plain-Joghurt, ein Päckchen Nudeln, Zahnpasta ist ausgegangen, noch ein Päckchen Instant-Nudeln. Ich habe eingekauft für 143 namibische Dollar. Das bedeutet 8 Euro. Ich glaube, in meiner Banking-App steht 8,20 Euro. 8,20 Euro, wie bewertet ihr das? Ich finde es trotzdem relativ teuer. Vergleicht es mal noch mit den Preisen in Deutschland. Findet ihr es teuer oder billig? Sagt mir Bescheid, schreibt mir. Würde mich interessieren. Na gut, dann verabschiede ich mich. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao. Okay Freunde, guten Morgen. Wir sind bereits aufgestanden, es ist kurz nach 9. So, und jetzt schauen wir auf spontan zu unserem nächsten Event. Weil heute haben wir noch keine offiziellen Veranstaltungen. Und den Tag möchten wir dann für uns selber nutzen. George, can you just tell where are we heading to? Quadbiking. Quadbiking, genau. Das ist unser Ziel. Wir wollen da so am Rand der Wüste ein bisschen Quadbiking machen. Ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich beim Quadbiken. Bis dann. Freunde, wir sind angekommen bei Desert Explorers. Jetzt schauen wir, dass wir uns die Quads ausleihen. Ein bisschen Action in der Wüste. Und ab jetzt werde ich dann die GoPro umschnallen. Der Profi, Digga! Sorry. Wir haben hier ziemlich viel Spaß, mir gefällt es hier. Wir cruisen hier so ein bisschen durch die Gegend, ein bisschen auf entspannt. Ich versuche ein bisschen Action zu machen. Das gefällt ihm nicht, der schaut mich immer böse an. Ist mir aber Pochui. How is the sandboarding? Really good. Knackering getting back up. Back up. While going down is brilliant. 3 seconds of joy, Yeah. 5 minutes Pain. of pain. Dann machen wir jetzt Yalla Abfahrt. Ich fahre hier ein bisschen rum, wir versuchen mal ein bisschen was aufzunehmen, mal schauen, was draus wird. 12 seconds later.
Danke Stefan an mich. Wir wollten ein geiles Video aufnehmen und jetzt ist so eine Scheiße draus geworden. Aber egal, war trotzdem cool. Scheiße. Okay, yalla, let's go. Quadfahren ist fertig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen begeistert vom Quadfahren. Meine Aufnahmen habt ihr ja schon gesehen. Peinlich teilweise, aber passiert jedem einmal. Macht nichts. Ich zeige euch mal hier, wie das hier aussieht mit den Wellen. Die knallen richtig heftig rein. Und dann sehen wir uns später wieder. Okay Freunde, ich wäre jetzt für heute erstmal fertig. Heute werden wir glaube ich nichts mehr machen. Ansonsten würde ich mich jetzt dann hier vielleicht noch mit einem letzten schönen Bild vom Strand, vom Steg verabschieden. Schaut es euch an. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Bis morgen. Guten Morgen Leute. Wir haben heute die nächste Tour geplant. Wir fahren nach Walvis Bay auf dem Katamaran und versuchen Delfine zu schauen. Oft kann man dort Delfine sehen. Ist auch von denen, soweit ich weiß, garantiert, dass man Delfine sieht. Das Wetter ist die reinste Katastrophe. Ich habe heute Nacht ein bisschen Fieber gehabt. Ich fühle mich nicht so gut. Aber es geht schon. What do you think? We are going to see today dolphins? Hope so. Hope so. Ja, Seals. genau. Delfine und Seals vielleicht. Aber keine Ahnung. Ich hoffe es auch, dass wir so welche sehen werden. Wenn wir angekommen sind, dann zeige ich euch mal, wie das hier so aussieht. Ciao, bis dann. Wir sind angekommen endlich. Wetter immer noch schlecht. Schaut es euch an. Hoffentlich wird das Wetter besser, weil ich fühle mich nicht gut. Wenn es jetzt noch regnet, dann bin ich verloren. Dann ist vorbei. Your toilets. For us ladies, we have a bucket. If you feel shy, don't worry, I have a towel. What? Okay, no, I'm joking. Alright, okay. Oh Junge, kommt da einfach hierher. I scrambled up Bobby's hair a little bit. You guys will see that we have those light brown hairs that are busy coming out everywhere. Those are completely dry hairs. But all the seals, always just the top layer that actually gets wet, and underneath Bobby is completely dry. Wie der auf den Tisch geiert. So wie ich früher auf meine Pepsi. Die Pelikane und die Robben sind perfekt konditioniert, um Selfies mit den Menschen hier zu machen. Irgendwie tut er mir leid. Ja, wenn du mal ein paar Tiere hören würdest, was die uns mitzuteilen haben, das wäre interessant. Auf jeden Fall, das ist eine enorme Menge an Seals. Das nimmt kein Ende. Der hier, der in der Mitte, dem ist alles Bochoi. Der krault sich seine Klöten, wenn er welche hat. Hier, ich glaube, ich habe die Diva entdeckt. Schaut mal, wie der chillt hier. Der krault sich seine Eier. Auf ganz entspannt. Perfekt drauf. Okay Leute, wir sind immer noch unterwegs. Ich bin immer noch dick eingepackt. Aber das Wetter wird besser. Wir haben jetzt schon ein bisschen was gesehen, ein paar Robben, Pelikane, Delfine haben wir auch schon Auge gemacht und das Wetter wird schöner, es wird wärmer,
man kann es langsam aushalten. Die Jungs hier draußen bereiten schon das Essen, glaube ich, vor. Es gibt Austern. Ich glaube nicht, dass ich sowas probieren werde. Wir sehen uns, ich denke mal, gleich wieder. Wir snacken jetzt ein bisschen was. Keine Ahnung genau, was das ist. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Mega. Der Junge hat den Spaß seines Lebens. Der gönnt sich. Der freut sich. Weil das ist jetzt keiner von uns. Der ist nicht trainiert, das ist nicht Bobby. Den dürfen wir nicht anfassen. Okay Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Die Robben, die haben mir schon gefallen, die waren verrückt. Wir setzen jetzt an. Das Event hier ist vorerst abgeschlossen, aber es ist noch gekoppelt an einen zweiten Teil. Hier am nächsten Spot angekommen. Hier gefällt es mir schon mehr. Hier endet die Sanddüne direkt am Meer. Wir sind mit dem Auto sogar durchs Meer gefahren. Das hat mir gefallen, das war gut. Die Brays bereiten wieder ihre Tische vor mit Essen. Kommt genau richtig, ich habe Hunger. Ich zeig euch mal, was es so gibt. Jackal testicles. Okay. Very good. No. Springbok. We have beef, calamari, sun-dried tomato, chicken, and this one is curry mince in the samosas, and then cheese is dairy. Ich bin krank, mir geht's nicht gut, ich will auch gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Es ist kalt, windig, bin völlig am Ende. Mein Husten ist sehr, sehr stark. Ich muss mir überlegen, ob ich zum Arzt gehe. Ich habe Angst, dass ich irgendwas mit der Lunge habe. Der Schmerz deutet so ein bisschen darauf hin. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt schon mal hier aus dem Auto und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke. The roaring dudes. Rolling, Roaring. roaring like a lion. Roaring, yeah. Are you stuck? Can you get out? Hier, ik van de eerste stelen. Ik moet horen, verkeerd aan.